Servus, hallo und bonjour aus Frankreich. Ich bin hier auf einem für mich ganz besonderen Bike unterwegs, einem Falt E-Bike mit fetten Reifen. Leider haben wir nur ein Rad, denn es war sehr beliebt. Alle vier wollten ständig mit diesem Rad fahren. Heute ist der letzte Tag. Das Bike kam rechtzeitig vor unserem Urlaub an. Ich zeige dir, wie ich es fix aufgebaut habe. Das geht total einfach, kann wirklich jeder. Und dann, was wir auch mit diesem Rad hier erlebt haben, was die Vorteile sind und für wen dieses Rad interessant ist. Ja, diesmal sind wir nicht mit dem Rad hierhin geradelt, aber wir haben die Räder natürlich dabei und mit dabei haben wir auch was ganz Besonderes, ein E-Bike. Und ihr seht es schon hinter mir stehen, ein E-Bike mit fetten Reifen. Ein echtes Spaßmobil. Und tatsächlich ist es so weit gekommen, dass wir jetzt dieses Bike hier stehen haben. Ein Hitway E-Bike. Ja, das Problem ist, wir haben nur ein Bike. Wir sind zu viert im Urlaub und jeder will mit dem Teil fahren, weil es so viel Spaß macht. Rechtzeitig vor unserem Urlaub hat uns Hitway das BK6S zum Testen geschickt. Das Video ist also als Werbung gekennzeichnet und hiermit auch nochmal deutlich erwähnt. Natürlich beeinträchtigt das nicht unsere Meinung und ich werde hier unabhängig und neutral über unsere Erfahrung mit dem Bike berichten. Doch eins direkt vorweg. Meine Erwartungen waren nicht sehr hoch, wurden aber deutlich übertroffen. Es beginnt mit dem Aufbau, eigentlich schon vorher, mit der Lieferung. Innerhalb von 4 Tagen war das Bike da. Einen Tag vorher wurde es freundlich von der Spedition angekündigt und natürlich konnten wir den Versand auch online tracken. Weiter geht es mit der Montage. Hier war ich dank der sicheren Verpackung länger damit beschäftigt, das Verpackungsmaterial zu entfernen, als mit dem tatsächlichen Aufbau, der total einfach war. Zum Lieferumfang gehört auch ein Multitool. Cool für unterwegs, meines Erachtens tut man sich aber einfacher, wenn man bei der Montage mit größerem Werkzeug arbeitet. Notfalls tut es das aber auch. Zudem ist ein Messer, Schere oder Seitenschneider für die ganzen Kabelbinder hilfreich. In dieser Box siehst du auch Reflektoren. Diese solltest du montieren. Ich habe sie zunächst erstmal weggelassen, weil mir die schwarzen Felgen so gut gefallen. Um sicher am Straßenverkehr teilnehmen zu können, müssen die natürlich noch verbaut werden. Sattelstange und Lenker verbaue ich mit einer Montagepaste. Solltest du das Rad häufig klappen und gegebenenfalls mit einem Anzug oder Kleid in der Bahn zum Pendeln transportieren, solltest du darauf vielleicht verzichten. Die Pedale solltest du aber mit etwas Fett auf den Gewinden montieren. Achtung, Rechts- und Linksgewinde. Als Hilfe, Pedale immer nach vorne in Fahrtrichtung festziehen und nach hinten lösen. Bis auf Pedale und die beiden Schrauben vom Gepäckträger muss nichts geschraubt werden. Hier ist ein einfaches Zusammenstecken und Fixieren angesagt.
Es ist sogar noch eine Pumpe dabei, die ist meines Erachtens aber nicht zu gebrauchen. Wenn du gar keine andere hast, geht's vielleicht. Meines Erachtens ist die aber Schrott. Ich nehme da lieber direkt meine Standpumpe. So, fertig. Das war einfach. Schlüssel rein, Tacho an und los geht's zur ersten Testfahrt. Gelegenheit für ein paar technische Daten zum Bike. Verbaut ist ein kraftvoller Nabenmotor mit 250 Watt und 32 Newtonmeter, der bis 25 km/h unterstützt. Das Bike hat einen Alurahmen und 3 Zoll breite 20 Zoll Reifen. Versorgt wird der Motor durch einen 36 Volt Lithium-Ionen-Akku mit 12 Ampere-Stunden. Laut Hersteller ergibt das eine Reichweite von 35 bis 90 Kilometer. Vorne ist eine Federgabel verbaut und das Rad wiegt 27,5 Kilo. Das Display ist ein einfaches, aber gut ablesbares und beleuchtetes LCD-Display. Bis zu 25 Grad Steigung sollen mit dem Rad zu schaffen sein und die einfache 7-Gang Shimano Altus-Schaltung ist einfach zu bedienen und das vollständige Laden des Akkus dauert 5 bis 6 Stunden. Laut Display ist die Höchstgeschwindigkeit übrigens tatsächlich 25 km/h. Denn mehr zeigt er einfach nicht an, obwohl ich hier bergab viel schneller bin. Nicht nur ich bin von diesem kleinen E-Bike positiv überrascht, auch Julia ist begeistert. Und? Vor allem das gemütlich hier mit dieser Sattelstütze. Ja, super. Und Bremsen? Auch super. Cool, ja? Und auch bei der Kurve schön. Konnte man Ja. schnell einmal drum sausen. Also Sattel hoch. Drücken. Deine Handtasche. Auch meine Söhne finden Gefallen an dem E-Bike. Ich sollte es in den nächsten Tagen wenig zu sehen bekommen. Aber ins Auto packen durfte ich es natürlich dann doch. Das Zusammenklappen ist in wenigen Handgriffen in ein paar Sekunden erledigt. Mit etwas Übung geht es bestimmt noch schneller als bei mir hier beim ersten Mal. Für den Transport im Auto entnehmen wir den Akku und transportieren ihn in einer Akkutasche. Das Rad passt zusammengeklappt super bei uns in den Bus und sicher auch in viele Kofferräume. Im Urlaub sind wir sehr froh, das Bike dabei zu haben, auch wenn ich es hier mit meinem Gewicht plus großem Sub wohl etwas überladen hatte.
Wir haben einen tollen Urlaub mit vielen Attraktionen. Ein Highlight war aber auf jeden Fall unser kleines, liebes Fett-E-Bike. Alle wollten ständig mit dem Rad fahren. Zum Strand, zum Frühstück holen, zum Einkaufen und zum Angeben in der City. Nein, Spaß. In Deutschland habe ich das Rad noch nicht gesehen, in Frankreich aber Hunderte. Wohl nicht ohne Grund. Baguette. Egal ob auf der Straße, auf Feldwegen, leichten Trails oder hier am Strand. Dank den fetten Reifen und dem starken Motor hatten wir überall Spaß mit dem Rad. Gut, ein Alpencross würde ich jetzt mit dem Bike nicht fahren, aber dafür ist es auch gar nicht gemacht. Der Tacho im Display geht übrigens ziemlich genau. Hier der Vergleich mit meinem Garmin Edge 1040 über GPS. Also bis 25 km/h, weil mehr zeigt er ja nicht an. Echt lustig. Doch wie ist die Reichweite? Tatsächlich 35 bis 90 Kilometer? Jetzt eher 30 oder 90 oder 100? Leider habe ich das Rad nie mit vollem Akku bekommen. Ständig war jemand damit unterwegs. Hier eine Annäherung bei einer gewagten Tour. Ja, der Akkustand am Akku selber war nur noch ein Strich von 3. Und hier im Display hat er mir eben noch 3 angezeigt. Jetzt sind es nur noch 2 und ich bin schon 6 Kilometer gefahren. Ich will einfach mal schauen, wie weit ich damit komme. Hat das geschickt gemacht. Ich hoffe, es war geschickt, denn ich fahre die ganze Zeit leicht bergauf. Und wenn der Akku leer ist, kann ich einfach bergab fahren. Jetzt sind wir hier im Dunkeln. Mal gucken, was die X3, das ist keine X3, die X4 habe ich hier im Rucksack. Da werde ich auch noch ein paar Aufnahmen machen. Wirst du in diesem Video auch noch sehen. Aber ich habe hier in der Hand habe ich die Insta360 Go 3S. Genau. Ja, auf dem Display sieht das ganz gut aus. Das Display kann ich ja klappen und kann da sehen, wie ich im Bild bin. Und das sieht eigentlich ganz hell aus. Ganz gut ausgeleuchtet. Und der Tunnel ist ja auch beleuchtet. Also ganz dunkel ist es hier nicht. Schauen wir mal, was wir noch so erleben mit dem Fahrrad. Was ist mir aufgefallen in dem Rad? Licht machst du mit dem Plus oben an. Jetzt Licht an. Das Display scheint immer beleuchtet zu sein.
Im Display kannst du die 3 Fahrstufen mit 15, 20 bzw. 25 km/h einstellen. Um diese Geschwindigkeit zu erreichen, reicht es aus, eine bestimmte Trittfrequenz zu halten. Du kannst also im leichtesten Gang ganz gemütlich treten und das Bike erreicht die eingestellte Geschwindigkeit. Ja, so geschickt war die Strecke doch nicht gewählt. Ich fahre jetzt schon seit 3 Kilometern bergab. Die muss ich nachher auch wieder rauf. Mal sehen, was der Akku dazu sagt. Boah, schaut euch das mal an hier. Kann man aushalten, oder? Das hier natürlich so Gravel. Der Gravel, das ist einfach ein unbefestigter Weg. Diese Gravel, alles ist Gravel, unbefestigter Weg. Optimal für dieses Bike mit den fetten Reifen und den Stollen. Immer weiter bergab. Oh, Danger Seeker. Völlig übertrieben, weil das Rad lässt sich wirklich ganz gut ohne Akku fahren. Ich bin gespannt. Bleibt dran. So, 14 Kilometer später. Das Display zeigt noch immer 2 Balken. Da vorne ist der Campingplatz. Ich glaube, ich habe es geschafft. Den letzten steilen Anstieg da hoch schaffe ich auch noch. Und schaut mal, ist auch noch aufgefallen, der Lenker ganz unten macht ein viel sportlicheres Fahrverhalten. Man sitzt sportlicher drauf. Kannst du ja mal ausprobieren. So, hier bin ich jetzt froh, dass ich noch Akku habe. Das letzte Stück hoch zum Platz ist immer ganz schön steil. Terrassencampingplatz sehr schön. Doch geht was. Oh, jetzt ist er runtergegangen auf einen Balken. Einen Balken haben wir noch. Okay, merci. Auch danke fürs Mitkommen. Bye bye. Au revoir. Unser Fazit: Wir als sonst Nicht-E-Biker haben viel Spaß mit dem Bike. Es fällt auf und ist bislang zuverlässig. Obwohl oder weil einfach ausgestattet. Aber wer sonst eine Camper Super Record, SRAM Red, XTR oder Dura Ace fährt, wird hier mit den Basics zurück auf den Boden geholt. Bei der Montage sollte man zur eigenen Sicherheit nochmal alle Schrauben kontrollieren. Ist ja wohl eh klar, aber gegebenenfalls auch mit Schraubensicherung versehen, hier insbesondere die Bremsscheiben. Um das Bike richtig praktisch zu machen, fehlen gescheite Gepäckträger oder zumindest Taschen. Kurzfristig habe ich eine Pouchbag und Expander genutzt. Und die manuellen Scheibenbremsen haben besser funktioniert als gedacht. Gegebenenfalls werden wir upgraden. Ich habe noch Hope Scheiben und SRAM Guide RSC hier rumliegen. Und weil wir selten klappen, werde ich gegebenenfalls die Pedale zu nicht klappbaren tauschen. Ich finde, das ist ein super Bike für zum Beispiel Camper, für Bootsbesitzer und zum Pendeln mit der Bahn. Apropos Pendeln, ein wunderschöner Urlaub geht leider zu Ende und wir packen das Hitway BK6 wieder in unseren Bus. Vielen Dank fürs Mitkommen. Wir haben noch mehr Videos mitgebracht. So waren wir mit unseren Gravelbikes zum Beispiel Richtung Süden an der Küste entlang unterwegs und auch nach Saint-Tropez sind wir gefahren und hatten die Kameras dabei. Wenn dich es interessiert, was ich hier an dem Bike noch umbaue, modifiziere, dann lasst doch gerne ein Abo da und like natürlich auch gerne dieses Video. Merci. Bis bald. Merci, au revoir und bis bald. Ciao, ciao.